und willkommen zum nächsten Video im A11 Deutschkurs von Easy Almani. Heute zum Thema die Familie. Die Familie? Schon wieder? Ja, aber nur für alle, die vorher schon mit uns gelernt haben. Für alle, die neu hier im A1-Kurs eingestiegen sind, empfehle ich zunächst dieses Video aus dem Grammatikvorkurs. Easy Almani ist vor allem deshalb easy, also leicht, weil wir hier in Stufen lernen. Wir beginnen mit dem ABC, dann gibt es einen Grammatikvorkurs und erst dann steigen wir in den A1-Kurs ein. Ich lege es euch allen ans Herz, vor dem A1-Kurs noch den Grammatikvorkurs komplett durchzuarbeiten. Ihr werdet sehen, das hilft euch extrem, und zwar nicht nur hier auf unserem Kanal, sondern für jeden A1-Kurs, den ihr egal wo auf der Welt besuchen könnt. Innerhalb der Kurse wird es immer wieder Themen geben, die sich wiederholen. Es ist aber niemals der gleiche Inhalt. Mit Easy Almani lernt ihr in Kreisen oder Spiralen. Ich erkläre euch das beim Thema Familie. Im ABC-Kurs lernt man ein paar einfache Wörter zu lesen. Mama, Papa und so weiter. Im Grammatikvorkurs dann noch ein paar neue Wörter dazu. Und es wird ein grammatikalisches Thema damit erklärt, zum Beispiel das Genus. Erinnert ihr euch? Der Sohn, maskulin. Die Tochter, feminin. Das Kind, Neutrum. Jetzt im A1-Kurs gibt es wieder zusätzliche Wörter. Und das ganze Thema wird erweitert um das Thema Familienstand und Formulare. Und es kommt noch ein neues Grammatikthema dazu. Und so wird sich das fortsetzen. Ständige Wiederholung ist das Wichtigste beim Erlernen einer neuen Sprache und mit uns gelingt das hoffentlich automatisch. Beginnen wir also zunächst mit der Wiederholung der Wörter, die wir bereits kennen. Dazu habe ich einen Familienstammbaum aufgezeichnet. Wir kennen schon das Wort Vater oder Papa und das Wort Mutter oder Mama. Möglicherweise haben diese beiden Menschen ein Kind, einen Sohn oder eine Tochter. Und dann gibt es vielleicht noch eine Oma und einen Opa in der Familie. Vater und Mutter sind Mann und Frau. Und jetzt erweitern wir diese Grafik. Natürlich gibt es Oma und Opa immer zweimal. Betrachten wir die Ebene der Kinder, dann sind Sohn und Tochter, Bruder und Schwester. Zusammen sind sie Geschwister. Wenn wir die Beziehung der Kinder zu den Eltern betrachten, dann können wir sagen, dass Vater und Mutter die Eltern sind. Oma und Opa sind dann die Großeltern. Wir können daher auch sagen Großmutter anstelle von Oma und Großvater anstelle von Opa. Und wenn wir jetzt die Beziehung der Großeltern zu den Kindern betrachten, dann können wir sagen, dass die Kinder Enkel sind. Da sind jetzt natürlich nur Wörter. Wir können uns Wörter am besten merken,
wenn wir versuchen, mit diesen Wörtern etwas auszudrücken. Ich möchte euch daher meine Familie vorstellen. Ich bin Isabel. Das ist mein Mann, Hemser. Ich habe 3 Söhne, Josef, Jonas und Jakob. Das sind meine Eltern. Helmut, mein Vater, und Gabi, meine Mutter. Ich habe 3 Geschwister. Meine Schwestern Froni und Leni und meinen Bruder Philipp. Das sind meine Großeltern. Meine Großväter Kurt und Valentin und meine Großmütter Rita und Elisabeth. Ich bin verheiratet. Auch meine Eltern sind verheiratet. Und ebenso sind meine Großeltern verheiratet. Auch mein Bruder Philipp ist verheiratet. Seine Frau heißt Sarah. Meine Schwestern Froni und Leni sind ledig. Leider ist mein Bruder Philipp bereits verstorben. Seine Frau Sarah ist deshalb verwitwet. Ledig, verheiratet, verwitwet. Wir nennen das Familienstand. Und dazu gehört noch ein weiteres Wort, nämlich geschieden. Das ist, wenn man verheiratet war und die Ehe aufgelöst hat. Den Familienstand finden wir sehr oft auch in Formularen. Das nur zur Ergänzung zum vorigen Video. Mein Mann, mein Vater, mein Bruder, meine Tochter, meine Mutter, meine Oma, meine Söhne, meine Geschwister, meine Eltern, mein oder meine. Das hängt vom Artikel und Genus der Nomen ab. Erinnert ihr euch noch an diese Begriffe? Artikel, das sind diese kleinen Wörtchen. Der, die und das. Und das Genus ist das grammatikalische Geschlecht, das durch die Artikel bestimmt wird, also maskulin, feminin, neutrum. Und der Numerus, der Nomen ist auch noch relevant, ob ein Nomen Singular oder Plural ist. Wenn ihr euch gerade denkt, dass ich gerade Chinesisch rede, dann verstehe ich euch. Auch für mich war das irgendwann mal komplett unverständliches Zeug, aber ich versichere euch, dass das gar nicht so schwer ist. Im Grammatikvorkurs habe ich all diese Begriffe ausführlich erklärt. Die Artikel der Nomen gebe ich euch in den Wortschatzvideos und in den Wortschatzlisten, die ihr euch downloaden könnt, immer an. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, dass ihr die Artikel bitte immer zusammen mit den Nomen lernt. Und in den Videos 1, 2,
5, 7 und 8 des Grammatikvorkurs erkläre ich die Begriffe Artikel, Genus, Nomen und Numerus nochmal genauer. Schaut einfach mal rein. Also nochmal zurück. Warum heißt es jetzt mein oder meine? Wir haben Wörter, die wir im Singular benutzen oder im Plural. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist mein Mann, dann ist das Wort Mann im Singular und der Artikel des Wortes Mann ist der. Deshalb sagen wir mein. Das gilt für alle Wörter im Singular mit dem Artikel der. Oder der Satz, das ist meine Familie. Das Wort Familie steht hier im Singular und der Artikel des Wortes ist die. Immer, wenn ein Wort feminin ist, dann sagen wir meine. Das ist mein Kind. Bei Wörtern im Singular mit dem Artikel das sagen wir mein. Wieder ohne den Buchstaben E am Ende. Das gilt für alle neutralen Wörter. Und im Plural schauen wir uns ein paar Beispiele an. Meine Opas, meine Omas, meine Kinder. Hier ist es egal, welchen Artikel die Wörter ursprünglich hatten. Im Plural sagen wir immer meine mit der Endung E. Von was rede ich da eigentlich? Funktioniert Sprache so? Es gibt viele, die behaupten, dass man eine Sprache am besten lernt, wenn man viel spricht und hört, wenn man in dem Land lebt und so weiter. Das ist richtig. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass auch Grammatik sehr wichtig ist. Nun fühlt sich Grammatik meistens beim Lernen so an wie eine Wanderung durch einen Nebelwald. Erst nach vielen Jahren versteht man im Rückblick, was man da eigentlich gelernt hat. Das ist ein Problem. Ein großes Problem sogar und meiner Meinung nach der Grund, warum viele Menschen beim Lernen von Sprachen scheitern. Von Anfang an den Überblick zu haben, das wäre toll. Und das wäre auch eine Erleichterung für unser Gehirn. Dass wie eine riesige Bibliothek ist mit Regalen und Gängen und Schubladen. Aber wir können unser Wissen nur abrufen, wenn wir uns in der Bibliothek auskennen und wir können viel effektiver lernen, wenn wir Neues direkt richtig einsortieren können. Ich möchte euch dabei helfen. Für die deutsche Sprache und ihre Grammatik solltet ihr folgendes System immer klar vor Augen haben. Es gibt einmal die Wörter und dann gibt es den Satz. Im Bereich der Wortgrammatik ist es wichtig, die Wortarten zu unterscheiden. Es gibt zum Beispiel Nomen, Pronomen und Adjektive. Diese Wortarten sind sehr ähnlich in ihrer Grammatik und hängen auch untereinander sehr stark voneinander ab. Dann gibt es Verben. Diese Wortart ist ganz anders in ihrer Grammatik und es gibt auch viele kleine Wortarten, die weder mit den Nomen noch mit den Verben vergleichbar sind. Auf der Satzebene geht es dann wiederum um andere Fragestellungen. Es geht dabei viel um die richtige Reihenfolge der Wörter und die Beziehungen der Wörter im Satz zueinander, um Subjekt, Prädikat und Objekte, um Hauptsätze, Nebensätze und Satzarten. Dass dieses System am Ende fehlerfrei funktioniert, gibt es im Deutschen vor allem ein Element, und das sind die Endungen. Je nachdem, welche Wortart das Wort ist und je nach Position des Wortes im Satz, müssen wir im Deutschen Endungen anfügen und verändern. Und dass wir dabei die richtige Endung benutzen oder überhaupt in unserer Erinnerung finden können, ist es wichtig, dass ihr dieses grundsätzliche System
in eurem Kopf gespeichert und verstanden habt. Das alles hier erkläre ich euch im Grammatik-Vorkurs. Der Grammatik-Vorkurs dient dazu, dieses Grundsystem der deutschen Grammatik für euch vorzustellen und zu erlernen. In diesem Video heute haben wir jetzt diesen kleinen Teil neu dazugelernt. Ein Pronomen. Ihr könnt sehen, dass Pronomen sehr nahe zu den Nomen stehen und ähnlich den Adjektiven sind, über die wir später noch sprechen werden. Und wenn wir uns diese Wortgruppe der Pronomen genauer ansehen, dann gibt es zunächst mal davon einige verschiedene Gruppen. Und wir betrachten heute die Possessivpronomen. Die heißen so, weil sie besitzanzeigend sind. Mein Mann, meine Frau, mein Kind, meine Eltern. Die Bedeutung des Wortes mein ist, dass diese Personen zu mir gehören. Das kann ich natürlich auch mit Dingen und abstrakten Begriffen ausdrücken. Mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer, mein Land, meine Fragen. Um uns richtig zu entscheiden, müssen wir in Schritten denken. Erstens muss uns klar sein, dass Pronomen abhängig von den Nomen sind, die sie beschreiben. Deshalb versuchen wir uns an den Artikel des Nomens zu erinnern. Wenn wir uns nicht mehr erinnern, dann müssen wir den Artikel zunächst nachschlagen. Dann müssen wir überlegen, ob das Nomen im Singular oder Plural steht. Das kommt darauf an, was wir sagen möchten. Und dann wird es später noch darauf ankommen, wo das Nomen im Satz steht. Ich mache euch ein Beispiel. Wir nehmen das Wort Tag. Mein Tag oder meine Tag. Zuerst überlegen wir uns den richtigen Artikel. Der. Dann überlegen wir uns, ob das Wort Tag Singular oder Plural ist. Der Plural heißt aber Tage. Es ist also Singular. Und jetzt können wir das Wort zuordnen. Mein Tag. Probieren wir das nochmal, dieses Schema, an einem neuen Beispiel, und zwar am Wort Telefon. Wir suchen wieder zuerst den Artikel. Das. Dann überlegen wir uns, ist das Singular oder Plural? Plural heißt aber Telefone. Also Telefon ist Singular. Und dann können wir das wieder zuordnen. Nämlich mein Telefon. Wichtig ist, dass ihr das nun nach diesem Muster wirklich versucht einzuüben. In der Beschreibung zum Video findet ihr ganz viele Übungen, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Nehmt euch Zeit, kleine Schritte zu gehen. Traut euch, manchmal ein paar Schritte zurückzugehen, um dann vielleicht 3 Stufen zu überspringen. Ich verlinke euch alle relevanten Videos aus dem Grammatik-Vorkurs, so ist es für euch leichter, an der richtigen Stelle zu wiederholen. Das Video ist heute etwas länger geworden. Danke, dass ihr durchgehalten habt. Ich weiß, dass Lernen manchmal sehr anstrengend sein kann. Danke euch fürs Zusehen. Gönnt euch jetzt eine Pause und viel Spaß beim Lernen und Üben.